Hallihallo, euer Motorradtour grüßt euch zu einem neuen Video, in dem ich euch mal die Tourplanung und die Tourvorbereitung ein bisschen näher bringen möchte. Mich erstaunt ja immer wieder, warum so wenige Motorradfahrer eigentlich überhaupt eine Tour fahren. Ich erhalte so viele Anfragen von Menschen, die mich dann fragen, ob sie mal mitfahren können. Irgendwie alleine haben die keinen Drive oder ich kann es gar nicht so genau sagen, an was das liegt. Auf jeden Fall möchte ich einfach heute mal euch zeigen, dass das gar nicht so schwierig ist, sowas mal zu machen. Und es gibt ja auch Hilfe von Menschen, die sowas schon oft gemacht haben. Dann bucht euch halt einen, fahrt hinterher. Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, aber eins ist ganz klar, man muss es mal gemacht haben. Ja, also das Video hatte natürlich auch einen Auslöser. Der Auslöser war die Zufahrt zum San Marco Pass, wo der Carlo mit dabei war. Und wir sind dort direkt zu einem Unfall gekommen. War wohl ein Herzstillstand, wie man im Nachgang gehört hatte. Und der ist einfach vom Fahrrad gefallen, nicht vom Motorrad, vom Fahrrad. Und wir haben das dann live miterlebt, wie das mit der Rettung funktioniert hat, da oben in den Bergen. Es ging wirklich schnell, muss man ganz klar sagen, und auch der Rettungshubschrauber kam schnell. Und das war für mich so ein bisschen Grund zu sagen, okay, wenn man auf Tour geht, was muss ich denn eigentlich machen, damit das so alles ist, wie ich mir das vorstelle und ich auch wieder heil nach Hause komme. Also, wenn euch das interessiert, bleibt da dran. Ich würde mich freuen. Und ja, jetzt fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Es gibt so einen Satz, eine gute Tour beginnt mit einer guten Vorbereitung. Und genauso ist es eigentlich. Wir schauen jetzt mal, wie man das am besten hinbekommt, wie man die Route raussucht, wie man die Landschaft raussucht, wie man auch die Fahrzeit in etwa so planen kann, dass man nicht abends zur Tagesschau im Hotel ankommt. Und welche Ausrichtungen eigentlich auch sinnvoll sind und was eventuell auch jemand missen muss, wenn mal was passiert. Also das soll einfach ein kleiner Leitfaden sein für euch, für die, die sich eben überhaupt nicht trauen, sowas zu machen. Und vielleicht hilft es ja dabei, dass er doch sagt, jetzt fahre ich einfach mal in die Alpen. Hier übrigens fahren wir gerade den Bragelpass runter in der Schweiz, Richtung Glöntalsee. Das ist jetzt natürlich eine Strecke, die muss man nicht gefahren sein, da gibt es ja hier breitere Straßen, ganz klar. Wir lieben sowas und wenn man vielleicht das auch lang genug schon gemacht hat, ist man immer, ja, man guckt immer nach solchen Straßen eigentlich. Also, bleibt dran, schaut's an und wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ja, das ist eigentlich auch so eine Feststellung von vielen unbeachteten Problemen, die es auf so einer Tour geben kann. Oft denkt man da gar nicht daran, was so alles sein kann und dann steht man plötzlich davor, dass es ein Problem gibt und wie man es löst. Ja, oft spielt einem da auch der Kopf noch mit, weil man zweifelt vielleicht auch selber daran und das sind so Sachen, die muss man irgendwie abbauen und muss das irgendwie so machen, dass man da keinen Selbstzweifel hat und das auch sicherlich so echt gut rüberbringt. Aber ja, jetzt gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Ja, genau. Ich habe jetzt das Video in 4 verschiedene Punkte aufgeteilt. Und zwar ist es so, der erste Weg ist immer mal die Route. Also das heißt, die richtige Route wählen. Damit man da Spaß drin hat, damit nichts passieren kann und nicht jeder fährt wie die Itchy Boots durch Gelände, wo wirklich tagelang niemand kommt, sondern ja, das ist, hier soll das einfach auf normalen Straßen passieren. Das zweite ist, welche Ausstattung oder welche Ausrüstung muss ich dabei haben. Und dann gibt es das dritte, das sind die Tipps für unterwegs. Und dann schauen wir mal, wie man das am besten so zusammen macht, dass jeder für sich was rausnehmen kann und jeder für sich eine Freude hat dabei. Also das erste, was wir mal jetzt ja machen, haben wir ja gesagt, die richtige Route wählen. Bei der Route ist es so, also die, wo meine Videos verfolgen, die wissen das, ich plane seit 20 Jahren mit Basecamp. Mittlerweile muss ich sagen, ich bin auch ein bisschen mit der Zeit mittlerweile gegangen und ich habe ja mittlerweile ein zweites Gerät dran. Das ist das Aochi C6 Pro. Das seht ihr hier, genau. Und das spiegelt mein Handy da drauf und da benutze ich Kurviger. Die Kurviger App, ich habe das in einem anderen Video, das ich schon länger mal gemacht habe, schon mal erklärt. Also da kann man wirklich viel mehr einstellen und da kommt man dann, das ist genau das,
dass einen das so auf diese Straßen führt. Also eigentlich ideal, da muss ich auch nicht viel planen, aber wenn ich jetzt natürlich eine Tour mache, plane ich schon die Route im Voraus, ganz klar. Ja, bevor wir dann nochmal mit der Routenplanung beginnen, ist es natürlich so, dass es natürlich erstmal müssen wir mal definieren, was wir denn überhaupt fahren wollen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also das heißt, ich kann eine gemütliche Ausfahrt planen. Ich kann eine Rundtour planen. Ich kann eine sportliche Tour planen. Und ich kann, wie bei mir in diesem Fall, eine Mehrtagestour planen. Ich spreche jetzt in diesem Video nur von der Planung von mir, nicht wie es andere machen. Also ich kann jetzt nur sagen, ich weiß, dass viele andere es auch so machen, aber ich spreche jetzt hier ausdrücklich und ausschließlich über die Planung von mir. Also es ist ja immer so, bei so Mehrtagestouren ist es immer so, dass es einen Anfahrtstag und einen Abfahrtstag gibt. Ist ja logisch. Also das heißt, den plane ich natürlich schon mit mehr Kilometern. Ich habe es mittlerweile so gemacht, dass wenn jemand teilnimmt an den Touren, dass man sich dann irgendwo an einem Ort trifft, der gut anfahrbar ist. Also oft geht es ja bei uns im Süden, das heißt, wir müssen die A7 runterfahren, das heißt, wir machen dann einen Treffpunkt aus, entweder in der Nähe von Ulm, wo es dann noch 80 Kilometer, 100 Kilometer Autobahn gibt, oder in der Nähe von Oberjoch, wo man sich dann trifft und dann geht eigentlich die richtige Tour los. Oder ganz krass natürlich am Genfer See, das habe ich jetzt auch schon 2-3 Mal gemacht, dass ich da runtergefahren bin und es ist so, wenn ich dann jemanden bei mir habe, dann ist es einfach so, dass man da nicht alle Meinungen unter einen Hut bekommt. Der eine möchte Landstraße fahren, der andere möchte ganz kleine Landstraßen fahren, der dritte möchte ganz schnell dort sein und so hat halt jeder seine Vorlieben. Das heißt, die letzten Male haben wir es immer so gemacht, dass wir uns dann am Genfer See treffen. Jeder kann anfahren, wie er möchte. Die Jungs, die dann aus dem Norden kommen, haben eben 2 Tage gebraucht für die Anfahrt und wir von hier. Ich bin dann an einem Tag, das sind 700 Kilometer runtergefahren und das ist für mich auch okay. Die Tagestouren dann, da plane ich dann also maximal so 300 Kilometer, weil mehr kann man fast in den Alpen nicht schaffen. Wenn man sehr kleine Pässe hat und will dann auch noch ein bisschen was sehen, will dann Aufnahmen machen und will dann ab und zu mal halten, da werden dann 300 Kilometer schon sehr sportlich und auch nicht jeder hat die gleiche Kondition und will nur Motorrad fahren. Also muss man klar sagen und so plane ich das. Und dann gibt es auch keinen Stress. Ja, und das sind so die Punkte, wie ich so eine Route plane. Bei einer Tagesfahrt sind es natürlich auch immer so 250 Kilometer oder bei einer Rundtour. Und das fahre ich auch oft mal für mich allein oder es fährt jemand mit. Ja? Und also es ist generell natürlich ein Unterschied, ob es dann 2 Leute sind oder 10 Leute sind. Also da muss man auch sagen, also so das Maximale bei mir, wenn wir unsere Touren fahren, sind maximal so 4 Leute, die dann noch mitgehen und ich denke, das ist auch, sagen wir mal, eine Größe, die man verwalten kann und wo man dann auch das ein bisschen im Blick hat, damit es nicht allzu weit auseinander geht. Und wie ich schon sagte, die Planung kann über Landstraßen erfolgen, kann über kleine Straßen erfolgen, kann aber auch mit Autobahnen mit eingebaut sein. Das ist eine persönliche Geschmackssache, dass man vorher abstimmt, damit es bei der Tour nicht große Überraschungen gibt. Also es gibt hier so viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Online-Routenplaner. Am Handy kann man mittlerweile fast alles machen, ob Calimodo oder Kofiger. Calimodo allerdings nicht mit Android Auto, das funktioniert nicht. Aber ansonsten hat man da so viele Möglichkeiten, das zu machen. Und ein Navigationsgerät oder eine Handyhalterung ist heute auch eigentlich gar kein Problem mehr. Also das hat fast jeder an Bord und so geht es ohne Probleme. Klar, Leute, es gibt natürlich auch die, die nach Karte fahren. Ich habe da absolut nichts dagegen. Jeder muss da sein Ding machen. Ich habe es halt gern mit der Navigation und ich plane es vorher, dass ich weiß, wo ich rauskomme. Und ich mache genau das, was man hier links sieht, dass man auch eine Tankstelle mal weiß, wo ich dann tanken muss. Ansonsten gibt es ja bei mir auf der Seite so ein Protokoll, wo man auch genau nachlesen kann, also was so die Voraussetzungen sind. Ja, und was ich da in vielen Touren lernen musste,
ist einfach, dass man auch von der Planung her realistisch bleibt. Klar, wenn ich jetzt so eine Karte ansehe und sehe dann noch, ach so, ein Kurvengeschlängel und das wäre so toll. Und ja, man sagt ja, alle Wege führen nach Rom. Aber wenn ich dann natürlich die Tagestour so weit ausweite, dass ich nochmal 50, 80 Kilometer mehr habe, ist es meistens nicht zielführend. Also, also faktisch auch zu viele Kilometer drüben den Spaß und machen keinen Spaß. Also lieber realistisch bleiben, lieber ein bisschen weniger planen. Und ich bin da immer sehr optimistisch, manchmal sagen mir meine Leute, aber bis jetzt im Großen und Ganzen hat es immer gut geklappt und wir sind alle immer heil nach Hause gekommen. Also das muss ich sagen, da hat es eigentlich nie was gegeben. Und das ist ja auch das Wichtigste. Und jetzt kommen wir mal zum Punkt 2, das haben wir vorher schon auch genannt, das ist die passende Ausrüstung. Ihr könnt es auf meiner Internetseite nachlesen, was denn so eigentlich die Voraussetzungen sind überhaupt für so eine Tour. Das wissen natürlich auch viele nicht, was sie da mitnehmen sollen. Also es ist natürlich so, klar, wir müssen jetzt nicht groß reden von der Schutzausrüstung und Helm, das weiß jeder, der muss dabei sein. Bei dem Helm ist eigentlich immer so, das sollte natürlich schon auch ein Helm sein, der ein Anti-Beschlagvisier drin hat. Das andere macht oft in den Bergen wenig Sinn. Zwei Paar Handschuhe, stabile Stiefel und ja, also das denke ich mal, das wisst ihr ja alles selber. Weil Sicherheit geht natürlich vor, aber da müssen wir jetzt nicht groß drüber kommunizieren. Es hat sich auch immer gezeigt, egal welche Klamotten das ich anhabe, ich weiß, vielleicht schreibt man jetzt wieder in die Kommentare, das ist ein Quatsch, aber ich sehe es halt anders. Egal welche Klamotten ich anhabe, egal wie teuer. Bei den letzten Touren haben wir immer alle Regenkombis dabei gehabt, weil wir sind, ja, wie ihr die Schweiz-Tour vielleicht mal angeschaut habt, oft von richtigem Regen überrascht worden. Und da ist so ein Regenkombi einfach immer eine gute Sache. Zum einen, ich habe sie extrem schnell angezogen. Zum anderen, es ist natürlich oft so, wenn Regen kommt und schlechtes Wetter, geht auch die Temperatur runter. Das heißt, ich habe zweite Haut über mir. Und drittens ist natürlich, dass dieses Gummizeug oder aus was das auch immer ist, diese Überzüge, einfach den Regen echt abhält. Meine Klamotten sind nicht nass, ich kann am nächsten Tag das wieder trocken anziehen und das ist für mich ein Vorteil. Und ob ich das kleine Packstück jetzt dabei habe oder nicht, ist kein Problem. Und da ist es auch so, dass viele Einteiler haben, viele Zweiteiler haben, aber egal, Hauptsache man hat was dabei. Ja, für die Gepäckunterbringung, da gibt es auch verschiedene Ansätze. Der eine nutzt Koffer, der andere nutzt Koffer mit Topcase, der andere nutzt Koffer mit Topcase und Tankrucksack, wie ich das mache, oder ohne Topcase. Der nächste hat eine Rolle dabei, dass das Motorrad nicht so breit baut und. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass es sicher verstaut ist und ich denke, das kann auch jeder verstehen und das ist, denke ich mal, eine ganz normale Voraussetzung, ganz klar. Navigationsgerät und Handyhalterung, habe ich vorher schon gesagt, hat heute fast auch jeder dabei. Vor der Fahrt sollte man natürlich auch die Reifen mal ein bisschen im Auge haben oder die Leute, die eben ein Fahrzeug mit Kettenantrieb fahren, dass ich die Kette nochmal sauber schmiere und sauber mache, ist vielleicht auch immer eine gute Sache. Und einfach, man kann sagen, wenn er vorher die Technik ein bisschen prüft und durchguckt, erspart euch das vielleicht auch der Ärger auf der Tour. Also eine Panne selber auf der Tour, muss ich sagen, hatte ich nur ein einziges Mal bei wirklich, ich habe ja schon so viele Touren gefahren, mit einem Reifen und das haben wir aber unterwegs wieder hinbekommen, weil ich habe auch Werkzeug dabei, das eigentlich normal nicht üblich ist. Also, aber da muss man sich keinen großen Kopf machen, dass mal was kaputt geht. Und wenn, haben die meisten eben einen ADAC oder einen Schutzbrief und ja, also das wird dann schon funktionieren. Also, das war jetzt einmal das Thema Ausrüstung. Jetzt sind wir soweit, dass wir zur Tour können, auf die Tour können, uns mit unseren Freunden treffen und jetzt müssen wir natürlich dort auch noch so ein paar Sachen beachten, die eigentlich wichtig sind. Also, zum einen mal ist natürlich immer so, oft sind Raucher dabei, die wollen halten und es ist naja so, nicht nur die Raucher wollen halten, sondern
Ja, die Altersklasse bei meinen Touren hat sich auch ein bisschen verändert. Das heißt, das sind alles so Jungs, die eigentlich schon in Rente sind oder kurz vor der Rente stehen. Und bei denen ist oft so, dass die doch auch ein bisschen öfter aufs Klo müssen. Also das heißt, man muss entsprechend Touren planen. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich alle 1 bis 1,5 Stunden mal anhalte. Dann können die rauchen und jeder kann auch mal auf die Toilette gehen. Und bei den Damen ist es natürlich ähnlich. Da achten wir auch drauf. Ansonsten habe ich auch schon gesagt, wenn es ganz dringend ist, dass dann einer vorfährt und neben mich hin und mir das zeigt und dann halte ich natürlich auch an. Das ist ja keine Frage. Zum Zweiten ist es natürlich auch immer wichtig, dass man Flüssigkeit zu sich nimmt, weil man unterschätzt es oft. Wenn man über Pässe fährt, die relativ hoch sind, das ist in den Alpen so, hat man wirklich einen sehr hohen Flüssigkeitsverlust und das nagt dann an der Konzentration. Kaffee ist da auch nicht ganz das Richtige. Ich weiß, auch ich trinke immer unterwegs Kaffee, aber es ist immer besser, ein Wasser zu trinken. Und so eine Wasserflasche sollte man immer dabei haben, um zu trinken. Und was dann bei mir natürlich auch noch ist, ich halte natürlich auch sehr oft an, wenn ich eine schöne Perspektive für ein Foto sehe. Da haben sich meine Mitfahrer schon dran gewöhnt. Manchmal ist es ein bisschen störend, muss ich sagen, aber im Nachgang sagen alle, also es war ja super, dass wir da gehalten haben. Die Bilder sind wirklich ganz toll geworden, die wir da gemacht haben. Ja, und ich finde es auch toll, so wie hier jetzt, fahre ich auf die Schwägalp, passe, machen wir schön ins Bild und dann passt es. So, jetzt haben wir mal den Pass gewechselt. Die Schwägalp, da kam nichts mehr groß Interessantes, also jetzt sind wir hier auf dem anderen Pass. Ich glaube, das ist der San Marco Pass. Wir hatten es ja gerade an diesen Orten, wo wir dann anhalten, um schöne Bilder zu machen. Und da gibt es ja in den Bergen so viele. Man kann nicht überall anhalten, aber an den ganz neuralgischen Orten hält man natürlich an und macht eine schöne Aufnahme. Vom Fahren selbst in der Gruppe könnt ihr auf meiner Internetseite nachlesen. Da ist es genau beschrieben, wie ich mir das vorstelle, dass man in der Gruppe fährt. Aber ich habe es vorher schon mal gesagt, da gab es eigentlich noch nie Probleme. Wir gucken immer, dass wir die Langsame nicht hinfahren lassen, sondern dass die eigentlich nach mir fahren. Ich sehe das dann eigentlich schon, dass sich das halt nicht zu sehr auseinanderzieht und wie jeder auch hinterherkommt, auch beim Überholen. Also das habe ich eigentlich im Griff. Und wir waren ja, wer das Video angeschaut hat, in Kassel beim Moto Guzzi-Treffen. Da habe ich ja die Route ausgearbeitet. Es waren um die 40 Motorräder. Und ich kann gar nicht sagen, das hat echt super geklappt. Also das war jetzt nicht grenzwertig, sondern das hat echt gut geklappt. Und jeder ist da gut hinterhergekommen, muss man schon sagen. Ansonsten gilt natürlich immer genügend Abstand halten. Manchmal stört mich das ein bisschen, muss ich sagen, weil wenn ich nach hinten filme, da erscheint fast nichts mehr in der Kamera, wenn man so weit wegfährt, weil die Kamera eben so hoch auflöst. Also da ist es sehr schön, so wie der Rolf, das ist ein typischer Fall, der kann aber richtig gut fahren und der fährt halt immer hinten drauf, da gibt es perfekt eine tolle Aufnahme. Also wirklich, aber das macht natürlich nicht jeder und das will ich auch nicht von jedem erwarten. Ansonsten, ein großer Punkt ist natürlich auch auf das Wetter zu achten. Also das heißt, wir haben ja da oben in der Schweiz waren, hatten wir ja wirklich richtig schlechtes und kaltes Wetter. Und ganz klar, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, wenn man da voll bepackt ist. Das ist dann oft ein Punkt, wo man sagen muss, gut, also einmal Fahrmodi umschalten und zum anderen natürlich auch nicht seine Reife und Fahrkünste überschätzen, weil das bringt nichts. Wenn man mal runterfällt, dauert es meistens länger, wie man zum Fahren braucht. Ansonsten haben wir dann natürlich bei diesen Mehrtagestouren noch die Übernachtungsfrage. Viele meiner Freunde übernachten mittlerweile wieder im Zelt. Also ich mache das nicht. Also da bin ich nicht dafür geboren. Ich bin zwar ein Camper, natürlich, aber in 700 Metern wenden. Aber nicht mehr im Zelt, sondern ich mache das dann mit dem Wohnmobil. Und vielleicht müssen wir es mal wieder machen. Aber ja, also mittlerweile so, diese 80 Euro, was das halt kostet immer pro Nacht, das gebe ich aus und habe ein richtiges Bett. Und bin dann auch ausgeruht. Da gibt es natürlich auch verschiedene Ansätze. Wenn ich jetzt alleine, so wie in dem Fall mit dem Carlo unterwegs bin, buche ich von unterwegs. Das klappt eigentlich auch sehr gut.
Wir hatten jetzt in diesem Jahr einmal Pech am Comer See, da gab es wirklich gar nichts, da mussten wir echt nur ein Stück fahren abends, aber es ist manchmal so. Ansonsten ist mir das noch nie passiert, also wenn ich auch alleine unterwegs bin oder wie gesagt zu zweit, finde ich immer was. Wenn ich jetzt natürlich 4, 5 Leute dabei habe, dann muss ich dann schon vorher gucken und dann entscheidet man ja auch, habe ich ein Ausgangshotel oder ein Durchgangshotel. Da gibt es bei mir beides. Also wenn wir jetzt die Tour ins Friaul fahren zum Beispiel, da haben wir in Kötschach-Mauden ein Ausgangshotel, wo wir dann 3 Tage sind. Oder oft auch im Mendelpass oben, im Pennegal, sind wir oft, wo wir dann übernachten, wenn wir in Gardasee runterfahren oder ins Friaul, in die Bergamaskeralpen fahren. Aber und ansonsten auf den Westalpen, in den Westalpentouren, da sind es dann meistens tatsächlich Durchgangshotel, weil das sind die Tagesetappen so und damit ich weiterkomme, wenn ich dann halt, das sind ja 1000 Kilometer, das aufteile in 4, 5 Tage, sind es tatsächlich Durchgangshotel, die buche ich aber auch vorher mit mehreren Leuten und das hat immer gut geklappt. Also da könnt ihr auch euch drauf verlassen, wenn ihr bei mir dabei seid, dann ist das so, dass das auch entspannt ist und auch wirklich top für die Übernachtung und auch preisgünstig. Was man mittlerweile auch, das ist sicherlich auch im Alter geschuldet. Also, ja, ich muss natürlich dazu sagen, dass ich ja schon, ich glaube, die ersten Touren habe ich schon 1976 gemacht. 1978 weiß ich noch, da war ich mit einer RD 250 in Madrid, also in Spanien, Barcelona. In Barcelona, da habe ich dann einen Kettenabriss gehabt. Also ich habe da auch schon einiges hinter mir. Das ist natürlich alles vernünftiger und auch mit dem Alter kommt natürlich auch das, dass man nicht abends hinsitzt und sich den Kopf voll, ja, also dass man sich halt die Birne voll haut. Das ist eigentlich gar nichts, wenn man auf so einer Tour ist und das muss ich aber sagen, in unserer Altersklasse geht man ja oft schon dann, ja, also man lebt zwar noch, also man geht natürlich schon, aber nicht erst um 3 ins Bett und ich möchte dann um 4:30 wieder weiterfahren. Nee, also wir stehen morgens in der Regel, treffen wir uns um 8 Uhr zum Frühstück und gehen abends auch zeitig so ins Bett. Man trinkt dann auch schon ein paar Bier, das ist ja auch kein Thema. Aber so wie früher die Zeiten, dass man in die Disco geht und mit anderen harten Sachen trinkt, das glaube ich, haben wir hinter uns. Also, eigentlich ist das alles ganz einfach. Gut geplante Tour, gut geplante Route, richtige Ausrüstung und die Tipps, die ich jetzt gerade gesagt habe, und dann seid ihr eigentlich schon dabei. So schwierig ist ja das alles nicht. Und dann hat man wirklich sehr viel Freude auf der Tour. Auch sehr gut ist natürlich, wenn jemand dabei ist, dass wenn, ja, man kann das eben nie ausschließen, dass doch mal was passiert, dass jemand anders in der Gruppe weiß, an wen man sich wenden kann, wenn mal was passiert. Also das war jetzt auch echt bei dem Unfall auf dem San Marco Pass schon ein Thema. Klar, Fahrradfahrer, der sowieso wenig Sache dabei hat und auch nicht mehr ansprechbar war, war ich echt froh, dass da jemand dabei war, der Rettungssanitäter war und der hat es wirklich auch echt gut in den Griff bekommen und ja, also das ist immer gut, wenn man jemanden verständigen kann, weil du weißt nie, was ist. Ich finde es immer gut, wenn man sich dann auch nicht so kennt. Bei mir sind ja auch oft Leute dabei, die ich vorher noch nie gesehen habe und da ist es wirklich dann so, wenn man dann außer eine Handynummer vielleicht eine zweite Handynummer hat, wo man dann vielleicht sich verständigen kann, sollte was sein. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Das sind so die technischen und logistischen Kleinigkeiten auf der Route. Also Tankstellenrealität. Also in Frankreich ist mir das passiert, da waren wir mal in Frankreich unterwegs, auch mit der Gruppe. Und genau an diesen Tagen war ein Streik an den Tankstellen in Frankreich. Leute, ich kann euch sagen, auch in den Städten, es war nicht lustig, wirklich, es war nicht lustig, da die Tankstelle zu finden, die offen hatte. Und ja, wir hatten dann auch zu lange gewartet, also da kriegst du dann unterm Helm schon leichte Schützanfälle, weil du weißt nicht, okay,
die zeigen dir zwar Tankstelle an, aber überall ist zu, du kannst nicht tanken. Das kennen wir gar nicht, aber da war so. Und ich kann euch immer nur empfehlen, wenn ihr Pässe vor euch habt, tankt nochmal voll, auch wenn da nur 2/3 reingehen. Vollkommen egal, aber da bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich auf jeden Fall weiterfahren kann. Also das ist ein Tipp von mir. In vielen Touren habe ich das so gelernt. Also ich tanke lieber 50 Kilometer zu früh voll, bevor die Karre irgendwo stehen bleibt. Aber vielleicht auch noch dazu sagen, im Ausland ist es mittlerweile eigentlich so, dass also in Frankreich und auch in Italien und auch in der Schweiz ist uns das aufgefallen, dass es fast keine Stationen mehr mit Bedienung gibt. Also das heißt, da brauche ich wirklich eine gültige Kreditkarte oder eine EC-Karte, um tanken zu können. Die Bedienung selber ist relativ einfach, das kriegt auch jeder hin. Wer ein Handy bedienen kann, kann auch so ein Automat bedienen. Aber man muss natürlich schon die Karte dabei haben und die sollten auch gedeckt sein. Bargeld habe ich jetzt bemerkt, klar, ist nice to have, aber in der Schweiz ist uns das so gegangen, selbst in der Bäckerei, wo wir dann, ich glaube, 14 Schweizer Franken gezahlt haben, die wollten gar kein Bargeld mehr, da ging die Bezahlung nur mit EC-Karte. Was ihr auch ein bisschen bedenken solltet, bevor ihr wegfahrt, ist, dass ihr mal eure Reifen prüft. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn jemand mal nach Sardinien fährt, dass er wirklich guckt, dass der Reifen mindestens 80% Profil hat. Weil ich kann euch eins sagen, wenn ihr dort 3 Tage, 4 Tage fahrt, auf diesem rauen Belag, dann werdet ihr die Reifen so runterreißen, also wenn ihr entsprechend fahrt, damit einfach das Profil nimmt das so schnell ab, da könnt ihr echt zugucken dabei. Also ich bin damals gekommen, mein Vorderreifen, der hatte auf der linken Seite fast gar kein Profil mehr und bin da hingegangen, da hatte der bestimmt noch, ich weiß nicht, 5 mm oder sowas. Also das ist extrem, wenn man da so 2.000, 3.000 Kilometer fährt, wie die Reifen dann abnehmen, wenn man einigermaßen sportlich fährt. Was auch oft ziemlich banal klingt, aber meine Freunde, die dabei waren mit ihren Motorrädern, die machen das, dass sie abends die Kette schmieren. Ja, ist wahrscheinlich sinnvoll. Bei der Guzzi brauche ich das nicht, die hat einen Kardan. Wir trinken halt abends dann schon ein kleines Bier, bevor die kommen dann und die freuen sich dann auch, wenn das Bier schon da steht. Aber sollte man vielleicht auch machen, genau. Eine ganz wichtige Sache ist auch noch die Navigation. Also verlasst euch im Ausland nicht so sehr auf eure Navigation im Handy. Auch wenn ihr eine Offline-Navigation habt, also in der Schweiz zum Beispiel war das für mich, ich weiß nicht, hängt es dort am Netz oder was, immer äußerst problematisch, da eine Verbindung zu halten. In Italien war es kein Problem, da hat es gut geklappt, Österreich auch. Ihr seht hier auf der rechten Seite, da habe ich jetzt das Ding da angebracht, da sieht man immer den Pfeil, also da hat es echt gut funktioniert. Aber das ist oft so, dass ich auch doch in vielen Gegenden den Empfang verliere und dann sieht es halt mit der Navigation echt schlecht aus. Und das Zweite, was dann immer wieder passiert, ist natürlich auch, dass der Akku leer wird. Man glaubt ja nicht, wie viel Akkuleistung so eine Navigations-App zieht. Also am besten anschließen ans Bordnetz, USB und dann läuft es. So, und jetzt kommen wir noch zu den alltäglichen Problemen beim Motorradfahren, aber das weiß auch jeder. Generell ist immer das, was ich brauche, unten verstaut. Ja, also ich empfehle immer, auf jeden Fall die Regenbekleidung oben zu haben, also schnell greifbar und auch ein Verbandspack oben zu haben. Und alles andere, ja, das ist halt so, wie gesagt, das könnt ihr bei mir auf der Internetseite mal nachlesen. Klar, dass vielleicht ein zweiter Satz Handschuhe dabei sein sollte oder wasserdichte Handschuhe. Ja, also es ist jetzt nicht so kompliziert, so eine Tour zu fahren. Was man aber in dem Zusammenhang natürlich sagen kann, ist natürlich auch, dass eine falsche Kleidung natürlich wirklich zu Stress und Konzentrationsverlust führt. Also wenn man hochfährt, das weiß man auch, wir haben einfach unterschiedliche Temperaturen. Wenn ihr vielleicht das mal selber im Timmelsjoch gefahren seid, da habt ihr unten in Imst, habt ihr dann Temperaturen von 25 Grad und oben auf dem Timmelsjoch habt ihr dann noch 5 Grad. Das muss der Körper natürlich erstmal verdauen, das habe ich vorher schon gesagt, mit dem Flüssigkeitsverlust.
und zum anderen auch natürlich mit der Thematik Konzentration. Faktisch, da lässt natürlich die Konzentration extrem nach, wenn er so rauf und runter fährt. Und da muss man wirklich gucken, dass der Wasserhaushalt geklärt ist. Und viele unterschätzen natürlich auch, dass dieses Fahren auf der Tour natürlich Konzentration erfordert, den ganzen Tag. Nicht nur ein Stündle, sondern echt den ganzen Tag. Und dass ich einfach da wirklich immer hellwach sein muss. Und wegen dem auch die Pausen, ganz klar. Was ich jetzt natürlich sehr oft auch erlebt habe im Reisen, im Rahmen meiner Motorradtouren, war das, dass viele nicht ins entsprechende Ausland möchten aufgrund der Sprachbarrieren. Wobei, da kann ich sagen, also sei es Slowenien, Kroatien, Italien, Österreich sowieso natürlich. Also wenn er da mit Deutsch nicht weiterkommt, also so ein bisschen Englisch sprechen halt extrem viele, da kommt man eigentlich immer weiter. Problematisch ist es in Frankreich, das muss ich echt zugeben. Entweder wollen die nicht oder sie können nicht. Also mit Englisch dort ist es außer in den großen Hotels auch echt schwierig. Ja. Da habe ich mir jetzt beholfen. Also das Problem ist dann das Essen, weil du weißt nicht, was du dann bestellen sollst, wenn du diese französische Speisekarte nicht lesen kannst. Aber mittlerweile mit den Apps, die Übersetzung-Apps, die können das recht gut und dann muss man halt das nutzen. Also verhungern tut man nicht, man findet da seinen Weg und ja, aber das war echt schon ein Thema, muss ich sagen. Viele scheuen sich da tatsächlich extrem davor. Ja, es ist wie es ist. Wir fahren in der Regel durch und auch das zum Lesen an der Tankstelle. Ich denke, da kommst du immer klar damit. Ein Problem kann es eher sein, wenn was sein sollte, weil die Werkstätten eben auch das nicht sprechen und wenn du das ausdrücken musst, wenn was ist, dann musst du halt mit der Körpersprache machen. Also das geht dann aber schon. Also das sind halt auch alles keine Themen mehr. In Europa denke ich mal überhaupt nicht. Also wenn man da so andere Sachen von der Ichi-Boots anguckt, wie jetzt in Pakistan, das ist natürlich echt eine andere Hausnummer. Aber ich habe ja schon mal gesagt, da würde ich verhungern, ich könnte gar nichts essen. Dann, was auch immer wieder angefragt wird, wie war es denn in der Schweiz mit den Polizeikontrollen? Also ich weiß jetzt nicht, wie viele tausende Kilometer ich auf Touren schon gefahren habe, aber das waren richtig viele. Wir haben in Italien einmal, wo wir bei unserem Guzzi-Treffen auf dem Penigal waren, eine Polizeikontrolle mitgemacht. Aber wo die gesehen haben, dass da 10 Guzzis kamen, da hatten die keine Lust mehr und haben uns durchgewinkt, obwohl wir etwas zu schnell waren. Aber das war da wirklich auch gar kein Thema. Und ich muss sagen, in der Schweiz jetzt haben wir zwar schon Blitzer gesehen und wir haben auch Polizisten gesehen, aber gut, wir sind natürlich auch, wir sind jetzt nicht grast wie die Sau, sondern wir haben uns einigermaßen an die Geschwindigkeiten gehalten und dann gibt es auch keine Probleme. Wenn man natürlich denkt, im Lechtal, wo dann 80 oder 70 ist, ich fahre da mit 150 durch, darf man sich natürlich nicht wundern, wenn irgendeiner steht und lasert und einen dann rauszieht. Dass da natürlich jemand stehen kann, das ist immer möglich, ganz klar. Was auch viele Angst haben, das sind so, ich würde es mal bezeichnen als kulturelle Unterschiede beim Fahren. Nicht alles ist so bürokratisch geregelt im Ausland wie bei uns in Deutschland. Also oft ist es so, dass die Ampelschaltungen manchmal ein bisschen großzügiger ausgelegt werden. Da darfst du nicht anhalten, sonst hast du hinter gleich die Hupe oder schießt dich ab. Also da muss man sich natürlich anpassen. Ich vermeide eigentlich immer große Städte durchzufahren. Manchmal lässt sich es nicht vermeiden, je nachdem, was man halt als Großstadt, größere Stadt bezeichnet. Aber zum Beispiel Bozen ist so ein Thema. Wenn wir Richtung Penigal fahren, da muss ich fast immer durch. Ich habe da auch mal einen Weg, hatte da auch mal einen Weg gefunden außenrum. Das geht mittlerweile nämlich, da ist gesperrt. Oder wenn man drinnen runterkommt und so weiter. Also da hat man echt immer ein kleines Stück durch die Stadt durch. Ja, da muss man halt gucken und einfach dann an die Gegebenheiten fahren. Oft ist ja so, wenn man einen anderen Motorradfahrer vor sich hat und sieht, wie die dann fahren, das ist schon in Frankreich so gegangen, da hält ja kein Mensch dann an oder im Stau, sondern die fahren alle vorbei, dann fährt man halt hinter denen her.
das kriegt man dann schon hin und da gab es auch nie Schwierigkeiten. So, hier übrigens fahren wir jetzt in die Schweiz und zwar, das ist die Überfahrt des Splügenpasses. Ja, und jetzt sprechen wir noch, was man natürlich auch mal ansprechen muss, das sind Sicherheit und Notfälle auf so einer Tour. Immer wieder gibt es durch Kleinigkeiten bestimmte Gefahren. Das kann sein, zum Beispiel Ölaustritt am Motorrad. Das kann sein Rollsplit. Das ist natürlich gegenwärtig dort in den Alpen, egal wo man fährt. Die schmeißen halt Rollsplit hin, um das wieder griffiger zu machen. Und was natürlich echt auch ein Punkt ist, sind die Bitumenstreifen, die es überall gibt. Wobei, das Motorrad wird auch ein bisschen rutschen, aber der Weg von so einem Bitumenstreifen ist ja sehr klein. Das heißt, das hat sich auch sofort wieder. Also da darf man einfach keine Angst bekommen und keine Notbremsung einleiten. Dann denkt man ja immer, diese abgelegenen Straßen, wenn einmal was passiert, dass das echt problematisch ist. Das kann ich jetzt absolut nicht bestätigen. Also da oben auf dem St. Marco-Pass, da ist ja auch die nächste Stadt doch einige Kilometer weg. Aber die Rettung, die dann irgendwo in so einem kleinen Städtle stationiert war, das ging ratzfatz, dass sie da waren. Und die haben dann auch schon, was sie gehört haben, dass da jemand bewusstlos ist und auf dem Fahrrad ist, von unterwegs schon den Hubschrauber verständigt. Also der Hubschrauber war nach 15 Minuten vor Ort. Und das ist eine kurze Zeit. Klar, man muss erste Hilfe leisten und leisten können. Da ist natürlich auch immer gut, wenn man da mal einen aktuellen Kurs macht oder sowas. Bei uns hat es geklappt, also das war jetzt nicht so das große Thema. War okay. Und ja, da gibt es auch noch einen Punkt natürlich, Kommunikation im Notfall. Die Handys sind eigentlich so gesteuert, dass die 110 oder 112 eigentlich immer funktioniert. Wenn man jetzt natürlich mal gar kein Netz hat, dann muss man einfach entweder sagen, wenn jemand dazukommt, dass der weiterfährt, bis er ein Netz hat, oder ja, irgendwie muss man sich da halt einigen, aber da darf man eigentlich nicht Stockfisch sein und stehen bleiben und gar nichts tun. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Da oben am San Marco Pass muss ich sagen, das waren schon 10 Minuten oder eine Viertelstunde, also wir mussten da relativ lang werden mit der ersten Hilfe oder machen. Und in den 10, 15 Minuten, bis dann jemand kam, waren vielleicht, ja, wie viele Auto waren das gewesen sein, vielleicht 7, 8 Auto und vielleicht nochmal 3, 4 Motorräder. Aber in der Regel kann ja immer jemand weiterfahren und Hilfe holen. Das geht ja immer. Mit der Sprachbarriere ist oft auch ein Problem, wobei die Leute, die in der Rettungsstelle sitzen, oft mehrsprachig sind. Ihr seht also schon, das sind eigentlich alltägliche Probleme und da braucht auch niemand Angst davor haben. Das kann wirklich jeder machen und sowas kriegt er wirklich hin. Und ansonsten meldet ihr euch einfach mal und sagt, okay, ich möchte mal einfach mal gucken, wie sowas läuft. Also auch bei den jungen Leuten, ich verstehe nicht, die fahren am Sonntag ins Café 50 Kilometer und fahren 50 Kilometer zurück. Also ich hatte einen Mitarbeiter, der war dann insgesamt, ich glaube 28 oder 30 Stunden, da ist jetzt das erste Mal mit dem Motorrad einmal 250 Kilometer am Stück fahren. Also das ist so, dass das manchmal nicht zu verstehen ist. Aber da muss halt jeder selber, ich verstehe halt schon, dass mit so einem Enduro natürlich ein anderer Tagesschnitt zu fahren ist wie mit so einem E-Bike. Also da geht ja schon los mit der Autobahn, wenn es mal eine Autobahnetappe gibt. Da kann ich natürlich schon eine andere Geschwindigkeit fahren. Oder mit dem Supersportler. Klar, ich bin auch schon mit einer Fireblade nach Italien runtergefahren. Da war es dann echt so, wo ich ziemlich runtergekommen bin, da brauchte ich fast einen Kran, wo mich dann vom Motorrad runtergekommen hätte. Aber das sind halt die Widrigkeiten. Und das weiß ja auch jeder, wenn er so ein Motorrad fährt und welche Art Motorrad das er fährt, dass das halt für so eine Tour geeignet ist oder nicht geeignet ist. Mit so einem Ducati, mit so einem Sportmotorrad oder auch einer Diablo, die auch Touren fahren. Also da muss man halt sich das vorstellen und sagen, ja, ich will da jetzt mal so einen Pass fahren und das ist toll. Und ich habe auch schon viele Wiedereinsteiger auch über Schiffsjoch geführt. Man muss halt dann manchmal die Fahrlinie anzeigen, wo die fahren sollen und die sind dann so stolz, wenn die da oben sind.
ohne runtergefallen. Und das ist doch auch wirklich, das gibt doch so viel Gefühl und so viel Zufriedenheit. Also ja, so Leute, jetzt hoffe ich mal, dass ich das Tourenfahren einigermaßen in den Fokus bei euch gerückt habe. Dass ihr vielleicht selber seht, Mensch, das könnte ich doch auch mal machen, ob jung oder alt. Es ist was anderes, wenn ich in der Stadt rumfahre oder ob ich eine Tagestour fahre oder ob ich mal 3, 4 Tage so wundervolle Landschaften sehe, wie jetzt hier in der Aufnahme. Da sind wir jetzt die Schweizer Tremola am St. Gotthard runtergefahren. Also das muss man einfach einmal gemacht haben. Aber ich weiß, ihr könnt es, ihr schafft es. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich auch Hilfe in Anspruch nehmen. Es gibt so viele professionelle Menschen. Bei mir, mein Freund Jürgen Hägele macht sowas in den USA. Und andere kenne ich auch recht gut, die so Touren veranstalten. Der Walle on Tour macht Touren, da kann man auch mal mitgehen. Also das ist bestimmt vielleicht am Anfang auch mal gut, wenn man so in einer kleinen Gruppe fährt, wo es geführt ist, da braucht man sich um wenig zu kümmern und auch das kann man machen. Ansonsten ist natürlich auch die Planerei und die Tourenfahrerei nachher echt keine Hexerei. Das kriegt ihr hin, da bin ich überzeugt davon. So, bei mir auf der Seite findet ihr ja keine Touren mehr. Das kommt einfach daher, da ich nicht unbedingt dem Finanzamt vermitteln will, dass ich das gewerbsmäßig mache. Das ist ja definitiv nicht so. Das ist immer ohne finanzielles Interesse gewesen und das wird auch in Zukunft so sein. Wenn ihr mal irgendwo mitfahren wollt, dann müsst ihr mich per E-Mail anfragen. Die Touren werden auch nach wie vor stattfinden. Ich werde nach wie vor wegfahren in kleineren Gruppen oder jetzt auch beim Moto Guzzi-Treffen nächstes Jahr wieder in einer größeren Gruppe. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht ein Erwerbszweig. Und um da eben dem gleich vorauszuwirken, habe ich das eben so geschrieben, dass keine Touren mehr online sind. Ansonsten bedanke ich mich, dass euch dieses Thema interessiert hat und stehe euch gerne für Auskünfte auch zur Verfügung. Könnt ihr gerne per Mail schreiben. Ihr kriegt Antwort, da könnt ihr euch drauf verlassen. Also, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr die Zeit geopfert habt fürs Anschauen. Daumen nach oben wäre super. Abonnement des Kanals wäre natürlich noch besser. Und wir sehen uns. Bis bald, euer Motorradtour. Tschüss.